So Leute, da sind wir wieder. Ich habe ganz einfach nicht richtig zugehört. Und zwar muss man Enter drücken. Dann kann man die Treppe komplett besteigen. Du läufst herum und redest mit Leuten, ihren Träumen und Hoffnungen aus. Du spielst in Gestalt zweier Augen, die Schrittgeräusche machen. Ein Schlüssel in einem Spiel sperrt die Tür in ein völlig anderes Spiel auf. Zum Spiel... And nice and filled with little ideas for games. Das Spiel besteht nur aus riesigen Textblöcken, in denen erklärt wird, was vorgeht. Ein ganz normales Spiel, in dem du alle... He didn't mind if people thought of him as cold or distant. He said that he knew that he was actually a vibrant and compassionate person, but that it takes time to really see that. It can be a very slow climb to get there. Zum Spiel hältst du eine Reihe aufwendiger Anleitungen mit falschen Anweisungen für das Spiel. Auf die Fische, fertig, los. Sieht aber nicht so unbedingt nach Fischen aus, würde ich mal behaupten, oder? Aha, aha. Huh. Well, this is new for Coda. It's an actual puzzle. Go ahead and see if you can solve it. Yeah. Ich weiß gar nicht, ob ich es lösen kann, ehrlich gesagt. Vielleicht kann ich da reingehen, wenn die Tür zugeht. Haha. Don't forget that solution, because we're going to see this puzzle again soon. We're gonna see it a lot. Da sind 3 Punkte an der Wand. Ich habe das Gefühl, sie gucken mich ein bisschen an. Was mögen diese 3 Punkte wohl bedeuten? Man weiß es noch nicht. Vielleicht kommen die ja auch noch mal öfter vor, genau wie das Rätsel jetzt. Ich mag das. Das ist alles aus Holz und es ist alles angenehm. Right. You walk down a corridor, you solve the puzzle, you get to the end. Simple enough. Alright, now I'm going to modify the game again, so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. Okay, Enter drücken. Diesmal habe ich zugehört. Ui. Ui. Das ist cool. Das ist sehr cool. How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same, is that most of the time you don't get to know what you're missing, or even that you're missing anything. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Tja. Oh, weiter geht's mit dem Level. Es ist dunkel. Du verlässt nun. Aha. So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Okay, März 2009. Oben geblieben ist noch keiner. Ui. Ich komme mir vor wie in der Matrix. Um ehrlich zu sein.
Das gibt in der Matrix Let's auch talk so eine about video Szene. game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. A streetwise fool. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. Eine Hintertür, die wir nicht öffnen können. Aber das heißt ja, oben geblieben ist noch keiner. Und wenn wir jetzt runtergehen, dann bleiben wir ja auch nicht oben. Aber ich fühle mich hier wohl. Das sieht doch angenehm aus, sieht doch nett aus. Guck, da ist sogar ein Bild von einer kleinen Innenstadt. Könnte gut eine deutsche sein. Und Lebensmittel, Messer und Gabel. Komischerweise ist da nur ein Behindertenklo. Was ich ein bisschen merkwürdig finde. Okay, na gut, wir gehen runter. Hüpf. 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 Uiuiui. Wir sind schon ganz schön weit entfernt. Hüpf. Tot. Hä? Was jetzt? Und wenn wir dann wieder hochgehen? Okay, wir können nicht wieder hochgehen. Na gut. Hier sieht es ein bisschen aus wie im Louvre. Der Louvre ist auch ein bisschen klassischer gebaut. Mit so Korridoren und ja, natürlich ist er mit Korridoren gebaut, aber hey! Ich fühle mich eingesperrt. Ey! Okay. Sind wir jetzt im Gefängnis gelandet? Es scheint so. Wir können nicht nach links. Wir können nicht nach rechts. Aber wir können... This prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. Schade, ich hätte jetzt gerne die Stunde gewartet. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Ist aber auch schon leicht besessen, oder? Würde ich mal behaupten. Wenn man 100 Spiele durchspielt, die nur aus einem Raum bestehen, da ist aber jemand ganz schön besessen mit Coda. So. Oh, schau mal. It's the puzzle again, with the exact same solution as the last time. Na gut.
Dann machen wir da mal das Puzzle wieder. Und zack. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. Kann man da vielleicht rausgucken? Ja, da ist eine Skybox, da sind ein paar Wolken. Und das war's auch schon. Über uns sind auch ein paar Wolken. Hey du, kommst du von oben? Was ist da oben? System that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Hey du, kommst du von oben? Was ist da oben? Ja, da war ein riesiges Gefängnis, in dem ich stundenlang festgehalten wurde. Das ist die Welt da oben. Du warst wirklich dort. Jetzt etwas Wichtiges. Musstest du ein Rätsel mit 2 Türen und Schaltern lösen? Darüber möchte ich nicht mit dir reden. Schließlich kennen wir uns noch gar nicht. Was? Du verstehst nicht. Wir stecken hier fest. Das Rätsel ist unser einziger Ausweg. Aber wir müssen es lösen. Das meint ihr, aber glaubt mir, das möchtet ihr nicht wirklich. Oh nein, aber das ist wichtig. Wir müssen dorthin kommen. Verstehst du nicht? Das ist das Wichtigste auf der Welt. Wir müssen aus diesem Gefängnis entkommen. Es muss ein Ende geben. Es gibt nichts, was ich mir mehr wünsche. Okay. Sitzen da ja eigentlich ganz gemütlich, ne? Hallo, wie bist du hierher gekommen? Musstest du dazu ein Rätsel lösen? Ja, möchtest du die Lösung wissen? Nein, wir finden den schwarzen Bereich zwischen den Türen hier viel interessanter. Hast du ihn schon gesehen? Ich erinnere mich nicht an einen Bereich zwischen den Türen. Mach dir keinen Kopf, du siehst es sicher bald wieder. Dann solltest du aber gut aufpassen. And so we make one last descent down to the final floor of the level. Oi, wir sind so irgendwie ein bisschen in der Freiheit, oder? Okay, I can't tell you quite why, but for some reason Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Okay. Also ist diese Straßenlaterne sehr wichtig für Coda. Die Erklärung klingt für mich eigentlich auch relativ schlüssig. April 2009. Dieses Spiel ist mit dem Internet verbunden. Beim Herumlaufen kannst du Notizen hinterlassen. Alle Notizen, die du siehst, wurden von anderen Spielern Netter Raum, von wegen. So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda.
This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Oh, feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. Fürchte dich nicht, sondern kümmere dich. But it's ironic, isn't it? That in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Hintern, Popo, Arsch. Alles klar, dankeschön. Ich muss auf Klo. Bitte erkenn mich doch. Oh, das ist aber traurig. Hier gibt es nichts, verschwinde. Ignorier das einfach. Hier gibt es überall was. Überall interessante Notizen, mein Gott. Kostenloses T-Shirt. Muss hier raus, warum Tür zu? Sesam, öffne dich. Tut er tatsächlich nicht, okay? Wie geht Tür auf? Macht ein Spiel mit einer Tür, Tür lässt sich nicht öffnen. Danke auch. Ja, hat er recht. Irgendwann werde ich die Person, die das hier fabriziert hat, kennenlernen. Ich helfe anderen, weil ich mich dadurch gut fühle. Mein Gott. Neuer Raum, genau, das hört ja gar nicht mehr auf. Hier ist es nicht sehr voll. Ein Spiel, bei dem man Notizen hinterlässt und jeder zum Poeten wird. Ich habe hier nichts geschrieben. Stopp! Zurück! Wer weitergeht, wird elend enden. Was ist das für ein Bild? Sprich nicht so mit mir. Hä? Was? Wohin du kommst, spielt keine Rolle. Ich glaube, das führt zu nichts. Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Ich brauche jemanden zum Reden. Ja, das brauche ich auch. Sonst würde ich keine Let's Plays machen. So, ignoriere die anderen Zettel. Schon getan. Ich bin in Gefahr. Das würde mir echt Angst machen, wenn das echt wäre, ey. Und jemand schreibt, ich bin in Gefahr. Uiuiuiui. Gemälde, was heißt das wohl? Wer das hier gemacht hat, hat echte Probleme. Hilfe, ich versuche zu sprechen. Ich glaube, es geht darum, wie aus der Nähe alles nach Chaos aussieht und aus der Ferne perfekt. Es sah auch aus der Ferne eigentlich schon ziemlich nach Chaos aus. Aber es ist ein schönes Gemälde, würde ich sagen, oder? Also wenn es das in echt gibt, würde ich es mir kaufen. Teufel, Turm, Stern. Verstehe ich nicht. Aber egal, muss ich ja auch nicht. So, hier bin ich. Ja, das sind wir alle. Es muss aber einen Grund geben. Sein schreckliches Geheimnis hat er gut gehütet. Ich habe das Spiel geschafft. Stimmt doch gar nicht, du bist doch noch nicht mal beim Ende. Oh mein Gott. At the end of this level, we're going to see the puzzle again.
And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. Nach unten, In immer each of his weiter games, graben. after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Gibt's hierfür auch eine Lösung? Umgeh, ich bin schon eine Stunde hier. What the fuck, was jetzt? Hilfe! Verdammt, wie löst man sowas? Programmierer, antworte endlich. Das ist doch Quatsch, die zweite Tür geht nicht auf. Aber wir wissen ja schon. Doors, a space between spaces. Before you move on, you get to pause. Just for a moment. A few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Natürlich gibt es eine Lösung. Einer hat's geschafft. Einer. Wie schreibt man diese Notizen? Bist du da? Sag etwas. Irgendwas. Ich muss nur irgendwas von dir hören. Sprich mit mir, bitte. Warum fällt es dir so schwer zu sprechen? Sprich, 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 sprich. Mai, Juni 2009. Hier machen wir mal kurz Pause. Wenn es dann geladen ist und ich auf... Auch Pornostars leben nicht ewig. So, hier mache ich mal Pause und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.